Hier stellen wir euch den Belt Cutter vor, und zwar in der Master Edition. Was da drin ist, schauen wir uns jetzt gleich an. So sieht es aus. Aufmachen. Ja. Das Hauptstück ist natürlich unser Arm als Belt Cutter Version mit dem Riemenschutz und der drauf montierten 2 Zoll Scheibe mit den 6 mm Schneiden. Und in dem Paket hier hinten drin ist ein Produktkatalog, eine Übersicht von Mampa Tools und die ausführliche bebilderte Bedienungsanleitung, die noch auf Englisch ist, aber die ist so gut geschrieben, dass euch da keine Probleme bereiten sollte, das aufzubauen. Dann haben wir unseren Handgriff, der noch angeschraubt wird. Dann haben wir unseren Satz mit Adapterringen und dem Antriebsriemen. Welchen Adapterring ihr braucht, werdet ihr auf jeden Fall aus der Bedienungsanleitung auch entnehmen können. Die sind immer spezifisch für eure Winkelschleifertypen, also lest euch die gut durch. Ersatzschlüssel sind auch noch mit bei zum Festziehen der Schneiden und zum Lösen der Schrauben. Dann haben wir hier unseren Schlüsselsatz dabei zum Wechseln der Schneiden vorne. Steht auch in der Bedienungsanleitung drin, wie das funktioniert genau. Wir haben ein Connection Tool Set, also ein Verlängerungsset, um den Kopf vom Belt Cutter noch zu verlängern. Das sind 2 verschiedene Längen, die wir zwischenschrauben können. Auch das steht ausführlich in der Bedienungsanleitung, wie das funktioniert. Und zu jeder Verlängerungssache und zu der Grundlänge haben wir ein Riemenset, bestehend aus 2 Stück je Länge, die ihr dann dementsprechend braucht, je nachdem, welche Länge ihr dann fahrt damit. Ja, und wie das aufgebaut aussieht, zeigen wir euch gleich. Und so sieht er aus, unser Belt Cutter montiert. Wir sehen hier, wir haben alles andere von unserem Winkelschleifer abgeschraubt, den Griff und den Schutz. Wir sehen auch hier unsere Antriebsrolle und den Antriebsriemen, der drauf läuft und alles fest ist. Was wir jetzt noch tun, ist den Riemenschutz zu montieren. Den drücken wir quasi einfach drauf. Und der wird dann mit unserem Handgriff, den wir auch dabei haben, den wir hier vorne reinschrauben, festgedrückt, dass er nicht abfallen kann. Und der Schutz ist deswegen da, damit wir, wenn wir hier vorne mit der Hand arbeiten, dass wir unseren Finger hier nicht verletzen am Riemen. Fertig? Und jetzt zeigen wir euch, wie er in Aktion aussieht.